Thorsten Jungholt ist bei mir. Morgen, Thorsten. Morgen, Thomas. Man bleibt so ein bisschen, und ich glaube, das ist Herr Merz nicht allein, vielleicht geht es ja auch so, zumindest geht es mir so, es geht vielen anderen Menschen in diesem Land so ein bisschen irritiert, bleibt man zurück und denkt, was passiert da gerade? Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wo ist eigentlich der Ampelpolitiker, der sagt, warum diese Regierung jetzt noch fortgeführt werden muss? Ja. Also was ist der Grund? Ja, ich hör da nichts Tragfähiges dazu. Da hat der Wahlkampf ganz offenbar begonnen. Und will man den jetzt bis September nächsten Jahres fortführen? Das ist doch absurd. Also da muss ich Herrn Merz ausnahmsweise mal recht geben. Die sind fertig und ich sehe nicht, warum die nicht wählen lassen. Das wäre aber auch so eine Frage. Ich meine, alle sind, wenn man die vergangene Woche, also diesen verbalen Schlagabtausch allein zwischen Habeck und Lindner, jetzt kommt der Scholz um die Ecke mit einem Gipfel, der Lindner sagt, ich mache auch einen morgen. Warum haben die nicht den, also, so kann man nicht regieren. Ja. Und wie gesagt, wir bezahlen unsere Politiker dafür, dass sie etwas tun. Und sie tun absolut nichts, machen vielleicht Wahlkampf auf Kosten der deutschen Wirtschaft. Wer kann da ein Ende setzen? Ich sehe niemanden, der da ein Ende setzen kann. Unsere parlamentarischen und demokratischen Verfahren sehen nicht vor, dass eine Regierung von irgendwem außer Kraft gesetzt werden kann. Es gibt ja auch irgendwie jetzt den Appell an den Bundespräsidenten, da tätig zu werden. Ja, und so. Das wird mal ja, es wird alles nur noch absurder. Ja. Nee, die müssen selbst zu der Erkenntnis gelangen, wir sind nicht mehr einigungsfähig und deshalb rufen wir an die Urnen. Also zumindest mal ein halbes Jahr früher. Das wäre dann auch schon März nächsten Jahres, wo dann wahrscheinlich gewählt werden könnte. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, das nicht zu tun. Das heißt immer, ja, die haben im Moment so schlechte Ergebnisse, vor allem die FDP, und kein Interesse daran, jetzt zu wählen. Ja, glaubt denn jemand, dass das auf diese Art und Weise besser werden würde? Das wird höchstwahrscheinlich noch schlechter. Ja. Wenn du sagst, wählen, vorzeitige Neuwahlen möglicherweise, dass es aber eben schwierig ist, wenn sie nicht selber zu der Erkenntnis kommen, dass das notwendig ist. Wenn wir jetzt noch mal auf den morgigen Tag schauen, auf diese Wirtschaftsgipfel, das ist doch ein Panoptikum. Also wenn du den Kanzler einerseits hast und andererseits den Finanzminister, unabgesprochen irgendetwas in die Welt ventiliert wird, was nicht zusammenführen kann. Also, mir fehlen wirklich die Worte. Ja, das ist so. Es ist natürlich das gute Recht des Bundeskanzlers, Industrievertreter einzuladen. Warum nicht? Es ist das gute Recht der FDP-Fraktion, die es ja formal ist, dann die da nicht eingeladen worden sind, zu einem Gespräch zu bitten. Das ist okay. Nur welches Signal geht davon aus? Genau das, worüber wir gesprochen haben. Für jedermann wird offensichtlich, die haben unterschiedliche Vorstellungen, die verfolgen unterschiedliche Konzepte, sie verfolgen auch unterschiedliche Ziele, weil es einfach 3 unterschiedliche Parteien sind. In der Regel rauft man sich dann zusammen auf irgendeinen Kompromiss. Das sehe ich aber im Moment nicht in der Wirtschaftspolitik. Also gut, es gibt diese 49 Maßnahmen, die da irgendwann mal beschlossen worden sind. Die müssten jetzt im Zuge der Haushaltsverhandlungen umgesetzt werden. Die Haushaltsverhandlungen werden jetzt im November zu einem Abschluss kommen. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Zeitpunkt, weil wenn die sich irgendwie noch mal zusammenraufen und einen gemeinsamen Haushalt beschließen, dann spricht viel dafür, dass diese Regierung wirklich noch bis September nächsten Jahres weiter vegetiert. Wenn man sie beenden will, dann muss man das jetzt tun, bevor ein neuer Haushalt beschlossen worden ist. Aus FDP-Sicht auch deshalb, weil sonst könnte der Kanzler zusammen mit den Grünen auch mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Weil wenn man erstmal einen Haushalt hat, also die Ausgabenprogramme gesichert sind. Aber glaubst du wirklich, dass es so weit kommt? Also die Frage steht immer im Raum, überlebt die Regierung diese Woche noch oder schafft sie es wirklich, sich dahin zu kriechen bis zum 14., wo es dann um die Haushaltsverhandlungen geht? Weil doch jetzt schon abzusehen ist, die Wünsche, die völlig unterschiedlichen und teilweise auch absurden Vorstellungen der einzelnen Parteien, spart überall, aber nicht bei mir, das lässt doch Lindner nicht mit sich machen. Ja, das müssen am Ende, müssen Scholz, Lindner, Habeck, müssen für sich und für ihre Parteien eine Grundsatzentscheidung treffen. Die Haushälter, die dann über das Ausgabenprogramm für das nächste Jahr verhandeln, das sind in der Regel sehr pragmatische Politiker. Also die Abgeordneten sind diejenigen, die immer noch am ehesten zu Kompromissen bereit sind, nach dem Motto, gibst du mir, gebe ich dir und irgendwie kriegen wir das schon hin. Also es müssen jetzt sozusagen die Spitzen der Parteien müssen jetzt entscheiden, was wollen wir? Wollen wir den Bürgern dieses Harakiri, dieses Rumquälen noch ein weiteres Jahr zumuten oder rufen wir sie an die Urnen? Wir werden es weiter begleiten. Thorsten Jungholt, Dankeschön. Sehr gerne.